Schon, warum wollen Sie jetzt Insekten ins Essen machen? Machen Sie das jetzt überall ins Essen rein. Hallo Krishna, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um die Ernährung. Wir ernähren uns, so wie ihr vielleicht alle wisst, wir ernähren uns vegetarisch. Und das vegetarische Leben oder die vegetarische Ernährung ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Aber es wird uns immer schwieriger gemacht. Du kannst nicht normal in einen Laden gehen, und das kennen alle Veganer oder Vegetarier, ohne dass man sich die gewissen Inhaltsstoffe anschaut und dass kein Fleisch enthalten ist. Er achtet darauf, dass keine Eier enthalten ist. Er achtet darauf, dass keine Gelatine enthalten ist, was ja im Endeffekt auch nur ein Schlachtabfall ist, Knochenreste. Und das will man natürlich nicht im Essen haben. Dann wissen wir auch, dass es gewisse Farbstoffe gibt, wie Shellack oder so, um die Sachen rot zu färben, dass es auch vom Tier kommt. Oder gewisse andere E-Stoffe, die nicht sehr gesund sind. Und was auch so ein Ding für viele Vegetarier zum Beispiel Käse. Wir können ja einfach irgendeinen Käse kaufen, den wir wollen, den wir schön finden, weil er gut aussieht, sondern wir lesen die Inhaltsstoffe und gucken, okay, der ist mit mikrobiellem Lapp und nicht mit tierischem Lapp. Weil den Käse mit tierischem Lapp kaufe ich nicht und esse den mit mikrobiellem Lapp. So, das sind Sachen, die konnte man bis heute, das alles nachlesen. Ist da Ei enthalten? Ist Fleisch enthalten? Ist Gelatine enthalten? Sind diese gewissen E-Stoffe enthalten? Das ist alles deklarierungspflichtig und jemand, der das weiß, kann anhand der Inhaltsstoffe, kann er das lesen. Und so, wenn ich einkaufen gehe, ich kenne meine Produkte, aber ich weiß auch, jedes Mal denke ich mir so, das kann sich auch jederzeit verändern, also lese ich das. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Thema hier, Insekten im Essen. Und wenn wir uns das mal tiefer anschauen, ist das sehr interessant und eigentlich sehr schlimm. Und das ist wieder typisch in diesem Zeitalter, in dem wir leben, im Kali-Yuga, dass wir eigentlich nur Mist zu essen bekommen. Und dass heutzutage überall irgendetwas reingepanscht wird und wir teilweise gar nicht mehr wissen, was und warum sie das machen. Aber wenn wir uns das Thema Insekten anschauen, warum wollen sie jetzt Insekten ins Essen machen? Weil sie eine Proteinquelle gesucht haben. Vorher gab es nur Fleisch, also Tiere und Pflanzen. Und davon haben wir Proteine bekommen. So, und jetzt versuchen sie es mit Insekten, weil Insekten brauchen nicht so viel Futter, brauchen nicht so viel Land. Es ist viel günstiger, dadurch eine sogenannte gesunde Proteinquelle zu erschaffen. Und deswegen machen sie das jetzt überall ins Essen rein. Und ja, was machen sie da rein? Sie machen Mehlwürmer rein, Heuschrecken, Grillen, Getreide, Schimmelkäfer und anderes Viehzeug. So, und dann gibt es auch eine Liste, dass im Endeffekt, wo das überall drin sein kann. Und das ist auch eigentlich erschreckend, wenn man das sieht, dass das eigentlich überall drin sein kann. Es kann in Brot drin sein, es kann in Suppen, in Nudeln, es kann in Erdnussbutter enthalten sein, in Schokolade, in Süßigkeiten. Und eigentlich, wenn man sich so die Liste anschaut, ist es eigentlich von A bis Z alles. Selbst in Getränken, selbst im Bier, selbst in verschiedenen Sachen, wo man denkt, warum ist das da drin? So. Aber genau da packen sie das überall rein. Und warum? Um uns günstige Proteine zu geben. Als würden wir nicht leben können ohne Proteine oder als würde es keine andere Proteinquelle geben. Weil wir ja wissen, im Gemüse steckt eigentlich alles drin, was wir brauchen. So. Aber es wäre natürlich viel teurer, das herzustellen. Und es laut dem heutigen Klimawahn ist es ja auch gewollt, dass man etwas findet, was nicht so viel Energie verschwendet, auf Deutsch gesagt. So. Tiere verschwenden Energie, Gemüse oder Pflanzen verschwenden Energie. Und diese kleinen Insekten können ganz günstig, ohne viel Aufwand, können sie produziert werden. Und was ich auch nicht vergessen darf, was auch sehr spannend ist bei diesem Thema ist, dass es nicht nur Teile von den Insekten sind, sondern die Insekten komplett werden irgendwo im Ausland, wo keiner weiß, wo die eigentlich herkommen, und da auch nicht wirklich
die Hygienestandards sind, so wie wir hier in Europa haben, kommen diese Tiere her, werden zermahlen zu Mehl und dann werden sie überall beigefügt. So, das ist das Schlimme, was heutzutage abgeht. Und ja, und jetzt haben wir natürlich die Information darüber. Und jetzt ist es noch nicht mal wirklich deklarierungspflichtig. So, und das hat uns alle ein bisschen erstaunt, weil in Deutschland muss eigentlich alles aufgeschrieben sein, es muss sichtbar lesbar sein auf dem Etiketten. Und dann wird aber gesagt, ja, auf eine Art machen sie es, aber auf der anderen Art machen sie es nicht. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil man findet für die einzelnen Insekten dann auch einen lateinischen Namen dafür, auf den man achten soll. Und wenn das draufsteht, dann ist dieses Tier auch enthalten. So. Also müssten wir jetzt im Laden jedes Produkt uns anschauen und müssten nach diesen lateinischen Namen suchen. Ich blende die auch mal hier ein, dass ihr die habt. So. Aber macht man das? Ja, man muss es eigentlich machen. Aber komischerweise gibt es noch keine Produkte, wo diese Sachen draufstehen. Und ich bin mir auch sicher, die werden nicht kommen. Und dann ist die Frage, warum sind diese Sachen nicht deklarierungspflichtig? Und da habe ich mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht darüber, weil es nämlich laut der EU-Lebensmittelverordnung, die ja jetzt neu bearbeitet wurde, müssen Hausgrillen oder ihre Bestandteile in bestimmten Mengen als unvermeidbare Spuren nicht deklariert werden. Die Höchstmengen sind in der Verordnung festgelegt. Also eine gewisse Menge muss überschritten sein, dann müssen Sie es raufschreiben. Wenn es unterschritten wird, dann nicht. Und das ist natürlich interessant, weil das weiß kaum einer. Was ist denn diese Menge so von diesem Bestandteil? Wie hoch ist denn diese Menge? Muss sie denn sein, dass sie dann deklarierungspflichtig ist? Und wenn nicht, dann nicht. So, und dann habe ich hier nochmal weitergeschaut. Laut der EU-Lebensmittelinformationsverordnung müssen Hausgrillen oder ihre Bestandteile als unvermeidbare Spuren bei Mengen unter 10 Milligramm oder geringeren Mengen, die nicht mit dem Verwendungszweck des Lebensmittels in Verbindung stehen, nicht deklariert werden. Und das ist eigentlich der Hammer. So, das heißt, wenn die nur ein ganz kleines bisschen 10 Milligramm, was natürlich nicht viel ist, aber es kommt natürlich darauf an, in was für einer Menge die das produzieren. Das heißt, wenn die eine riesen Menge produzieren, haben die natürlich auch einen viel größeren Spielraum, da mehr reinzumachen. Es ist enthalten und sie müssen es nicht deklarieren. Das heißt, auf gut Deutsch gesagt, wir können nichts mehr essen. Wir können nichts mehr kaufen, was du in den normalen Lebensmittelläden zu kaufen kriegst. Alle verarbeiteten Lebensmittel, wo viele Sachen zusammengemanscht werden, um dann ein Endprodukt zu erzeugen, was wir dann kaufen im Laden, ist für uns ab heute nicht mehr interessant. Sollte es eigentlich auch schon früher gewesen sein, aber wir alle haben mal ein Brot gekauft, wir haben uns alle mal einen Joghurt gekauft, wir haben uns das verarbeitete Produkt gekauft oder die Süßigkeit oder was auch immer, weil wir uns ja sicher waren, es steht auf der Liste drauf, das und das darf ich nicht. Und dann konnte ich mir sicher gehen, okay, das kann ich kaufen. Oder wir haben ja auch heutzutage diese schönen Stempel, vegetarisch mit dem V oder vegan mit dem V. So. Aber alleine das reicht nicht, dass es nämlich machbar sein kann, dass der nächste Schritt ist. Jetzt wissen wir ja, diese Sachen sind überall enthalten. In allen Labels, mit allen Lebensmitteln von A bis Z. So, was ist der nächste Schritt? Sie wollen natürlich auch in diese veganen Produkte, wollen Sie auch Ihr Superprotein da reinpacken. So, wie machen Sie das? Indem Sie jetzt einfach sagen, Insekten sind keine Tiere, sondern sie sind Pflanzen. So. Und Sie können dann auch wieder in kleinen Mengen sogar in vegane Produkte reingepanscht werden. So wird es genau dahin gehen. Ist eine neue Grenze, die Sie sozusagen überschritten haben. Und so, ja, ich zum Beispiel versuche, mich daran zu halten, vegetarisch zu leben. Aber wie mache ich das jetzt? Indem ich jetzt keinen Zugang mehr habe zu normalen verarbeiteten Lebensmitteln. Das heißt, eigentlich muss ich was tun. Ich kann natürlich gar nichts mehr kaufen, was natürlich auch gut ist, was super ist, aber irgendwie muss ich auch was essen und irgendwie muss ich mir auch Lebensmittel herstellen können. Das heißt, ich kaufe mir nichts mehr Verarbeitetes. Ich kaufe mir nur noch Sachen, die unverarbeitet sind. Wie zum Beispiel reines Gemüse, reine Früchte, reine Konserven oder reine Sachen, die unverarbeitet sind. Wie zum Beispiel
Auch Mehl. Ich hoffe nicht, dass Sie jetzt eines Tages auch anfangen, diese Sachen in Mehl reinzupanschen. Sie machen es in Mehlprodukte, in Fertigteigwaren, aber jetzt zum Beispiel reines Mehl. Wenn ich mir ein Dinkelmehl kaufe, hoffe ich, und ich wünsche mir das, dass Sie das da nicht reinmachen. Also das heißt, da haben wir noch Zugang zu diesen rein unverarbeiteten Lebensmitteln. Und das ist eigentlich auch die vedische Kultur, dass wir diese Sachen kaufen und dann unser eigenes Brot herstellen. Wir machen unsere eigene Pizza, wir machen unseren eigenen Kuchen, wir machen unseren eigenen Joghurt, wir machen unsere eigenen Süßigkeiten, weil dann geht auch unser Bewusstsein wieder in das Essen rein und wir können uns sicher sein, dass keine tierischen Sachen, und jetzt ein neuer Ding, natürlich nicht nur Ei und Fleisch und so, sondern halt auch diese Insekten, und im Endeffekt ist es auch Fleisch. So. Und der ganze Körper geht da rein, muss ich mir auch vorstellen. Früher gab es nur Fleisch, so, aber jetzt von dem ganzen kleinen Insekt, der Magen, die Organe, alles geht ins Essen rein. Klar, natürlich gleich in kleinen Mengen, aber im Endeffekt nicht nur ein Tier, sondern Hunderte, Tausende, Millionen Tiere müssen durch diesen Vorgang jetzt auch ihr Leben lassen. Und das sind auch wieder karmische Reaktionen, die auf den Menschen zurückgeführt werden, weil er es zulässt. Jetzt denkt er sich, okay, wir schonen ein bisschen die Tiere, wir schonen die Pflanzenwelt, aber andersrum, jetzt gehen wir auf die Insekten und töten da noch viel, viel mehr und richten noch viel, viel mehr Leid an. Und der Mensch im Endeffekt, der das zulässt, oder diejenigen, die die Gesetze verfassen, werden diese Reaktion bekommen, weil eigentlich sollte kein Lebewesen sterben müssen, nur dass wir etwas zu essen haben. Weil Krishna hat uns alles gegeben, er hat uns Pflanzen gegeben, er hat uns Wasser gegeben, er hat uns alles gegeben. Und es muss kein anderes Lebewesen, zumindest keine Tiere, sollen leiden oder damit wir etwas essen. Und diesen Punkt, das wollte ich euch heute mal mitteilen, so dass ihr bitte in Zukunft darauf aufpasst und im Endeffekt das umsetzt, was eigentlich vedische Kultur ist, sondern dass wir nur reine Lebensmittel kaufen, unbehandelte Lebensmittel, und dann die verarbeiten zu richtig gutem Essen. So, das ist sozusagen der Schlüssel, und wir keine Fertigsachen kaufen sollten. Srila Prabhupada hat uns damals schon gewarnt, du als Devote, du sollst kein fertiges Brot essen. Du sollst keine Fertigprodukte essen. Und warum sollen wir das nicht essen? Weil das Bewusstsein von demjenigen, der das produziert hat, oder von der Maschine, oder derjenige, der diese Maschine eingestellt hat, dass das Lebensmittel so und so dann da rauskommt, dieses Bewusstsein geht da rein. Und dieses Bewusstsein ist verunreinigend, genauso wie diese Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, auch verunreinigend sind. Aber wenn wir sie von Grund auf selbst herstellen, mit dem Bewusstsein, ich mache das, wir werden das genießen können und können uns sicher sein, dass da kein Fleisch, kein Ei, kein dies, kein das, kein dies, kein das drin ist. Und dass es sozusagen reines und gesunde Nahrung ist, die uns stärkt, die uns Kraft gibt, die uns wirklich satt macht und die uns nicht vergiftet. Weil wir wissen nicht, bei diesen ganzen Sachen, die wir vermeiden, warum machen wir es? Weil wir wissen, wir vergiften dadurch unseren Körper, wir zerstören dadurch unseren Körper und wir nehmen karmische Reaktionen auf uns, die wir lieber vermeiden sollten. Weil wir wollen ja frei werden von Karma. Aber ihr müsst verstehen, selbst wenn wir jetzt wissen, das ist so und Sie schreiben es irgendwann auf die Produkte rauf, eine gewisse Milligrammzahl müssen Sie nicht angeben, und das heißt, das kann überall enthalten sein. Und das ist echt also der Hammer des Jahres eigentlich. Also, dass wir eigentlich nichts mehr kaufen können und nicht mehr sollen. Und Krishna uns eigentlich förmlich dazu zwingt, auch wenn wir das vielleicht noch jahrelang gemacht haben in den letzten Jahren, ich kann das noch essen und das noch essen und das ist ja lecker. Lasst es einfach, und ich werde mich in Zukunft auch daran halten und wir werden dadurch viel Geld sparen. Aber andersrum, klar, müssen wir mehr Zeit wieder investieren, um uns diese Sachen, die wir gerne essen wollen, auch selbst herzustellen. Das ist möglich, und das ist eigentlich das, was Krishna von uns will in dieser Situation. Er nimmt uns etwas durchs Kali-Yuga, aber offenbart uns wieder einen ganz neuen Weg, und das ist der Weg des reinen und des gesunden und des wahren Lebens, ohne dass andere Lebewesen dafür leiden müssen oder auf Kosten anderer Lebewesen. Dann hoffe ich, war das interessant für euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Hare Krishna.